Hallo noch einmal! Heute werden meine Puppen und ich euch beibringen, wie man Gerundien bildet und verwendet. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's! Hello again! Today my puppets and I will teach you how to make and use gerunds. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start! Auf Deutsch kann man Verben als Substantive verwenden. Wirklich? Wie macht man das? Schreibt das Verb mit einem großen Buchstaben. Den Artikel benutzt man im sächlichen Geschlecht. Das klingt zu einfach. Kannst du ein paar Beispiele sagen? Ballonfahren macht Spaß. Das Träumen im Klassenzimmer ist zu unterlassen. Zum Waschen benutze ich Seife und Wasser. Zum Abtrocknen benutze ich ein Handtuch. Beim Rennen schwitze ich. Beim Spielen tue ich mir weh. Bist du mit dem Schreiben fertig? Das ist einfach. Gibt es ein paar Besonderheiten? Ja, man kann andere Gerundien bilden. Wenn man etwas ins Lächerlei ziehen will, kann man zum Beispiel erei am Ende des Gerundiums anhängen. Zum Beispiel die Rennerei oder die Arbeiterei. Diese Rennerei muss ein Ende haben. Man kann das auch mit GE am Anfang und E am Ende machen. Zum Beispiel das Gefahre oder das Gelache. Es ist nicht so wichtig, diese Gerundien bilden zu können, sondern sie zu merken und sie einordnen zu können. Wenn man das Infinitiv eines Verbs als Substantiv benutzen kann, ist es schon genug. Okay, ich bin heute mit dem Lernen fertig. Ich bin heute fertig mit dem Unterrichten. Sollten wir mit dem Sprechen fertig sein? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! I hope that this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time. Bye!